Ja, wir sind am Flughafen. Dann wir haben meine Eltern abgeholt, um mit ihnen zusammen 2 Wochen das wunderschöne Georgien zu bereisen. Ja, wir sind angekommen und schauen hier, ja, es ist unglaublich schön. Das ist unser Tiny House und das ist der Garten dazu. Völlig verwunschen, mega schön, mega hübsch. Was ist die Heim für die nächsten 3 Wochen? So schön. Ja, dann gehen wir doch mal rein, schauen. Das ist unser Baum, beim Esstisch zu. Da oben ist unser Bett. Und genau das auch, als das erste Tiny House aus meinem Leben. Es ist der Hammer. Und ich meine, das wäre viel kleiner. Das ist ein Willkommensding mit Kaffee und Tee. Kleine Küche, Kühlschrank. Also Arbeitsplatz draußen oder drinnen. Und auch das Bad ist mega gross. Und gerade das auch mit Waschmaschine. Badwanne. Guten Morgen. Tag 1 in Tiflis. Wir haben uns ein bisschen erholt, auch wenn noch alles ein bisschen wehtut in den letzten Tagen. Und wir gehen jetzt los von unserer schönen Wohnung hier, von unserem kleinen Haus. Und machen heute eine Walking-Tour, eine kostenlose. Und lernen so ein bisschen die Hintergassen von unserem Stadtviertel kennen. Bevor wir uns in den nächsten Tagen dem touristischeren Teil widmen. Wie immer natürlich nicht zuerst die Hauptattraktionen anschauen, sondern B-Sides. Mit dem an, was wir eigentlich macht, wenn wir alles andere schon gesehen haben, schauen wir Genau. als erstes an. Wieder mal typisch. Ja. Und somit haben wir unsere ersten Schritte in der Kaukasus-Metropole mit ihren 1,1 Millionen Einwohnern unternommen. Und es hat nicht lange gebraucht, bis uns Tbilisi verzaubert hat. Mit diesen ganzen Hinterhausgassen, mit den bröckelnden Fassaden, mit der malerischen Altstadt, der Street Art, der wunderbaren Kaffeeszene, einem Bäderviertel und nebenzu den sowjetischen Bauten. So viel Kontrast überall in den Ecken. Wir sind aus dem Staunen nicht rausgekommen. Um den besonderen Zauber von dieser Stadt zu verstehen, muss man selber hier hinkommen, denn es ist fast unmöglich, das alleine mit Worten oder Bildern zu vermitteln. Ja, wir sind gerade in der Fabrika hier in Tbilisi und wir haben heute Abend den Benny und Nicole getroffen und freuen uns mega. Hallo! Hallo! Ja genau, endlich wieder mal zusammen. Ja. Und der Abend wieder noch mehr Überraschungen. Wir haben gerade einen Buffomat gefunden. Also ein Automat, der so Puffs rauslässt. Leider braucht niemand von uns einen. Wir können es auch deswegen nicht zeigen, wie es funktioniert. About some decent natures, nations going up down, they're going to kill someone for their traditions. Ja, wir sind am Flughafen. Nach einem Jahr Reisen. Genau. In ein paar wenigen Minuten sind wir genau 1 Jahr unterwegs. Ist der 29. Juli 21. Genau, und am 29. Juli 20 sind wir losgereist. Das heisst, es ist kurz vor Mitternacht. Und was machen wir da eigentlich? Wir reisen nicht zurück, nein. Nein, das wäre ein bisschen zu früh. Aber wir Nein. sind das erste Mal am Flughafen seit sehr langer Zeit. Genau. Ja, seit Thessaloniki. Genau, seit wir auf Rhodos geflogen sind. Und der Grund ist, glaube ich, ein ähnlicher wie an dazu mal.
Und zwar holen wir der Lisa ihre Eltern ab. Ja! Sie sind tatsächlich gelandet, hoffen wir. Ja. Ja. Und können uns in Georgien besuchen. Und dann gibt es eine kleine Reise mit ihnen durch das Land. Mega cool. Wir haben gestern ja meine Eltern abgeholt am Flughafen. Schon den ersten Stadtspaziergang gemacht und sie haben für uns ganz viele Sachen mitgenommen, die wir auch gut brauchen können. Wie zum Beispiel unser das liebste Spülmittel hier, Dr. Brönner Mandelseife. Und natürlich einen neuen Kocher, neuen Seidenschlafsack, Reiseführer vom Iran. Wir packen uns einen neuen Kocher aus. Yes! Wow, da hat es ein bisschen Bedienungsanleitung. He? Da ist Deutsch, das ist Französisch, ja, Norwegisch, Schwedisch, Englisch, Holländisch, das kommt weg. Das behalten wir. Jetzt folgt eine Videosequenz, wie der Dario stundenlang die Bedienungsanleitung liest. Oder nicht? Nein, sicher nicht. Zuerst alles rausnehmen. Wow. Oh, das sieht mega hübsch aus eigentlich. Ja, im Vergleich zu dem vorher ist da alles aus Metall. Und das ist der Kocher. Das ist mega kompakt. Wir hoffen, dass der nicht so fest verrußt wie unser. Unser war nämlich mega am Russen. Ja, freuen wir uns, den gleich auszuprobieren. Ja, klar. Die Neugier ist schon recht da. Machen wir einen Kaffee für die Lisa. Ja, heute sind wir unterwegs mit meinen Eltern. Wir gehen alle zusammen mal in die Altstadt. Und dort haben wir ja einen grossen Teil auch noch nicht gesehen. Jetzt sind wir immer noch in Marcanchvili. So ein bisschen in einer Fußgängerstraße, wo am Abend recht viel los ist, mit Shisha-Bars und Touristenrestaurants. Und wunderschönen Balkon. Da, der Lisa, ihr Liebling. Khinkali. Einerseits Mushroom Khinkali, dann Kalakuri. Kalakuri und Passanauri. Passanauri sind Beef and Pork ohne Gewürz, ohne Kräuter und das ist das gleiche, einfach mit Kräuter. Und würdest du uns mal vorführen, wie man das isst? Oh! Ich weiss nicht, wie heiß es sind. Ja, es geht. Ja, man nimmt es, beißt da rein. Und dann hat es hier so eine Soße. Ja. Tut man das so rauszugen. Und schmeckt's? Ja, nein. Ja, ein guter. Ja, wie man sieht, sind wir alles ein bisschen am Packen. Morgen ist unser Aufenthalt schon vorbei. 3 Wochen sind wir da gewesen, in diesem wunderschönen Garten. Und jetzt haben wir gerade ein leckeres Khachapuri bekommen von der Besitzerin hier. Das ist schon fast weg. Ja, nehmen wir viel rum. Käsebrot mit Dill. Ja, und wir müssen uns jetzt verabschieden vom Rusti, von unserem Hausbüsi hier. Gell, du? Oh. Ja, und morgen geht es weiter. Zusammen mit meinen Eltern sind wir dann unterwegs und erkunden für fast 2 Wochen Georgien mit einem Auto, einem Fahrer und einer Reiseleitung. Ja, mal schauen, wie das wird. Landschaft beim Vorbeiflitzen zu erleben. Ganz ungewohnt für uns, ja. Wir haben uns für eine 2-wöchige Reise entschieden, die uns gemütlich und ohne Hektik zu ein paar Highlights in Georgien bringen soll. Und eine gute Mischung zwischen Natur, Kultur, feinem Essen und auf Wunsch von meinen Eltern auch mit ein paar Videostationen. Und somit ist das erstes für uns in die Region Kaschetien im Osten vom Land gegangen. Ja, Tag 1 auf unserer geführten Rundreise. Wir sind jetzt in den Süden gefahren, 2 Stunden von Tiflis weg, in Kaschetien, und sind hier im Kloster David Garesha. Ja, aber leider können wir das Highlight von hier, das Höhlenkloster, nicht besichtigen. Da ist 2006 das erste Mal die aserbaidschanischen Grenzsoldaten da gestanden und gesagt, nein, das ist jetzt aserbaidschanisch. Man hat sich dann noch mal geeinigt, aber seit 2018 ist das definitiv nicht mehr möglich. Ja, früher haben da mal in der Blütezeit bis zu 8000 Mönche gelebt.
können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Aber aus dieser Zeit ist immer noch das Wassersystem oder das Filterungssystem. Und zwar hat man da überall in Felsen Rillen gebaut, wo dann das Regenwasser, das Quellwasser runtergeflossen ist und dann Zwischenstufen rausgefiltert worden ist und dann am Schluss die Zisterne da gekommen ist. Ja, und jetzt gehen wir noch die Kirche anschauen. Dila, cisprad gatinda Ghami iseuda nibda Niavi pardas arkhevda Radila, rad cisprad gatinda Wie lange geht das ungefähr? In 10 Minuten ist es fertig und dann kann man das sehr leicht wieder anziehen. Ja. Ah ja. Das ist ja. Das traditionelle georgische Weissbrot, das von der Form her ein bisschen an ein Schiffli erinnert, heisst Schotti und wird in zahlreichen Bäckereien im Land in einem runden Lehmofen hergestellt und schmeckt natürlich frisch am besten. Ja, wir sind in Sichnachi, einer mittelalterlichen Stadt mit 1500 Einwohnern, die rausgeputzt worden ist für den Tourismus in den letzten Jahren und jetzt wirklich einfach spektakulär ist, schon nur alleine durch die Lage da von der alten Zitadelle, wo man auch noch die Stadtmauer sieht. Ja, und nach so viel Sightseeing geht es jetzt zur Videostation. Iseuda masrudila Tachimze adre gatinda Satitkhos molisλული Saoca sevda samxelda Amxelda Tremlebs tuchebze Tmebit ishare Dinare qavilebs Shobenit aღვიძე Zwischen all diesen Weindegustationen und dem feinen georgischen Essen ist immer wieder mal der Besuch von einem Kloster auf dem Programm gestanden. Und da wir nicht mehr mit dem Velo unterwegs waren, haben wir auch keine Ausrede gehabt, das nicht zu machen. Ja, wie man sieht, jetzt überall Weintrauben. Wir sind hier in Kashetien, dem Weingebiet von Georgien. Dahinter sieht man zum Beispiel auch ein Kvevri, die riesigen Tontöpfe, die gebraucht werden, um traditionell Wein herzustellen. Und wir dürfen hier jetzt im Weingut uns bekochen lassen und natürlich an den Weinkeller anschauen. Bei der traditionellen georgischen Weinherstellung werden die gequetschten Trauben mit Stiel und Kernen in im Boden vergrabenen Quevris zum Reifen gelagert. Dadurch bekommt der Wein ganz eine eigene Note. Getrunken wird er aber wie überall, nur ein bisschen mehr vielleicht. Wir lernen gerade Churchkela machen. Ja, es sieht noch nicht so professionell aus. Das wird ja immer schwieriger, weißt du? Blöder Kommentar da. Hey, es kann ja noch nicht professionell sein, es ist mein erster. Also, gar kein Problem. Genau. Jetzt ist da Und jetzt muss es ganz schnell rausgezogen werden. Wow! Aber also mit Spitze. So viel da! Masterpiece. Vom Wegen nicht professionell. Ja. Master. Wir haben einen grossen Baum gefunden, 46 Meter hoch, 12 Meter breit und über 900 Jahre alt. Es braucht anscheinend mehr als 10 Personen, um den Baum zu umarmen. In einer Kirche. Und er blüht immer noch kräftig weiter. Und man wird sehr bescheiden. Das ist da. Ja, schon was. Ja, wir sind jetzt an der Georgischen Heerstraße. Das ist die Straße, die Tbilisi mit Stepantsminda verbindet. Also dort, wo die bekannte Kirche steht, vor dem Kaspek-Berg. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang dieser Straße. Und unser erster Stopp ist die Taranuri-Festung, wo wir hier gerade die Kirche besichtigt haben.
Ja, die georgische Schrift ist ja bekannt dafür, dass sie wunderbar geschwungen ist und so mit ihren Kringenzeichen ein bisschen an Weinreben erinnert. Wir haben jetzt herausgefunden, es gibt nicht nur ein georgisches Alphabet, sondern 3 verschiedene Schriften. Und die eine ist der Kille vorbehalten, ist die Kille-Schrift. Und von der sieht man hier an der Wand ein Beispiel. Ja, wir sind jetzt bei dem bekanntesten Postkartenmotiv bei jedem Reiseführer von Georgien. Genau, der Dreifaltigkeitskiller hier, Stepansminda. Ja, es ist eindrücklich, wie sie da liegt, da thront über dem Tal. Ja, und hinter der Kille befindet sich der Kasbek, der zweite, oder je nachdem wie man zählt, der dritthöchste Berg von Georgien mit über 5000 Meter Höhe. Dort hinten oben in den Wolken versteckt. Und da unten auf der anderen Seite sieht man das Dorf Stepansminda. Und nur 12 Kilometer hier entfernt befindet sich bereits dann die russische Grenze. Tag 5 auf unserer Reise. Wir haben jetzt den Kasbek verloren und Stepansminda. Ja, Ja, und jetzt reisen wir wieder Richtung Süden, Richtung alte Hauptstadt Mtschetka, unser Tagesziel für heute. Aber zuerst machen wir noch einen Abstecher in ein Seitental. Und zwar, der Rusatal. Genau. und zuerst geht es durch den Canyon durch, bevor wir ins richtige Tal kommen. Und es sieht jetzt schon wunderschön aus. Ja, eine spannende Mischung hier im Trusatal. Einerseits hat man hier Leute auf Langzeitreise, die in diesem wunderschönen Tal einfach übernachten und die Landschaft geniessen. Und dort weiter hinten leben noch Familien aus Aserbaidschan, die hier hinkommen mit ihren Tieren für den Sommer und vom Frühling bis im Oktober hier bleiben und in provisorischen Zelten leben und dann nachher auf den Winter wieder zurückgehen. Ja, wir haben jetzt fast das Ende vom Trusatal erreicht. Hier hinten sieht man die Festung. Nachher beginnt bereits Südossetien, wo man dann eben nicht mehr weiterkommt über die Grenze. Die abtrünnige Provinz Südossetien ist seit dem russisch-georgischen Krieg von 2008 von Russland besetzt und ist von Georgien aus nicht mehr zugänglich. Die gesamte Wanderung hin und retour über 22 Kilometer gehen. Aber wir haben heute noch einen weiten Weg von uns und deswegen brechen wir jetzt ab und fahren weiter wieder mit dem Auto. Es ist aber wunderschön hier und wir können eine Wanderung in das Tal nur empfehlen.
Wir sind in Mtskheta, der ehemaligen Hauptstadt von Georgien und immer noch ein wichtiges religiöses Zentrum. Und da hinter uns sieht man gerade die beiden Hauptsehenswürdigkeiten. Schweditskoweli Kathedrale und das Schwere Kloster, wo wir vorher waren. Und es ist so schön, jetzt hier am Abend zu sein, kurz vor dem Sonnenuntergang. Die Atmosphäre ist so speziell.